Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für leckere Haferflockenbrötchen. Dafür zunächst 100 Gramm kernige Haferflocken in eine Schüssel geben, 200 Milliliter kochendes Wasser dazu gießen, alles einmal umrühren und dann zur Seite stellen, bis die Haferflocken nur noch lauwarm sind. Währenddessen können wir schon mal einen Viertelwürfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, 1 Teelöffel Zucker dazugeben, außerdem 200 Milliliter lauwarme Milch und alles mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Danach 400 Gramm Weizenmehl, die Hefe-Milch-Mischung und die abgekühlten Haferflocken in eine Rührschüssel geben, noch einen Teelöffel Salz dazugeben und dann mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig anschließend auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben, mit den Händen nochmals kurz durchkneten, den Teig dafür von außen nach innen ziehen, jetzt eine Kugel aus dem Teig formen und mit einem Messer in 8 ungefähr gleich große Stücke schneiden. Die Teigstücke anschließend nacheinander zu kleinen Kugeln bzw. Bällchen formen, dafür einfach unter den Handflächen mit kreisenden Bewegungen rund wirken und die Brötchen danach mit etwas Abstand zueinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen. Die Brötchen mit einem Küchentuch abdecken und für 30 bis 45 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen, bis sich das Teigvolumen deutlich vergrößert hat. Nach der Ruhezeit alle Brötchen noch mit etwas Wasser bepinseln bzw. einstreichen, dann noch mit ein paar Haferflocken dekorieren und so kommt das Backblech in den vorgeheizten Backofen für etwa 20 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, bis die Brötchen eine goldbraune Farbe angenommen haben. Nach etwa 20 Minuten die fertigen Brötchen wieder aus dem Ofen holen. So sehen sie dann aus. Jetzt auf dem Blech oder einem Gitter noch etwas abkühlen lassen und dann am besten noch warm servieren. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Nachbacken, guten Appetit, bis zum nächsten Mal.